es ist für alle People of Color auf jeden Fall auch förderlich aufzuwachsen in einer Gesellschaft, wo sie sehen können, ich kann alles sein. Ich kann Journalistin sein, ich kann Ärztin sein, ich kann Ingenieurin werden, wenn ich Lust habe. Aber also wie soll das gehen, wenn da eigentlich noch niemand ist? Du bist eigentlich immer die andere. Also du gehörst eigentlich nie dazu. Du bist auf jeden Fall immer die Person, die, ich weiß nicht, wo irgendwie was anders ist. Du bist ja so ein bisschen so die Außerirdische, glaube ich, auf jeden Fall. Und ich habe das auf jeden Fall lange nicht verstanden. Also ich habe das selber nicht verstanden, weil ich halt dachte so, hä, ich bin doch hier geboren und aufgewachsen, warum werde ich eigentlich ständig zu anderen gemacht oder warum werde ich gefragt, woher ich komme oder woher meine Eltern herkommen oder wo ich wirklich herkomme. Das habe ich alles irgendwie nicht verstanden oder halt so Sprüche von meinem Deutschlehrer, dass man bei mir gar nicht merken würde, dass ich Ausländerin bin oder so. Ne? Auch dieses Wort Ausländerin, wie kann man eigentlich Ausländerin sein, wenn man in einem Land geboren wurde? Das sind alles so Sachen, ich glaube, da kann man Bücher drüber schreiben, über diese Erfahrung. Gerade wenn man so aussieht wie ich und so heißt wie ich, muss man sich auf jeden Fall auch immer davon abgrenzen, jetzt nicht irgendwie so die Middle East-Expertin zu sein und nicht alle relevanten Sprachen zu sprechen, die dort gesprochen werden. Oder das zumindest auch klar zu machen, dass es halt nicht so ist. Auch dieses Wort Middle East, ne? Also ich meine, der Mittlere Osten kann auch nur der Mittlere Osten sein, wenn wir von einem europäischen Selbst ausgehen, was im Zentrum steht und nach rechts guckt. So. Insofern muss man auf jeden Fall, glaube ich, immer wieder klar machen, dass das irgendwie, also in meinem Fall, das gilt auch nur für mich, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich habe nicht die Wahrheit mit dem Löffel gefressen oder so, aber also ich interessiere mich halt auch für andere Sachen oder vornehmlich für andere Sachen, würde ich mal behaupten, und bin jetzt auch zum Beispiel gar nicht irgendwie die Islamexpertin oder so, also wenn ich wissen will, ob im Koran drin steht, dass die Frau eine Burka tragen soll, dann muss ich genauso recherchieren und Hintergrundgespräche führen wie alle anderen Journalisten auch. Ich weiß es nicht automatisch. Ich glaube schon, dass es möglich ist, sich als Deutsch zu identifizieren, auch oder obwohl oder weil man Person of Color ist oder Kanake, Schwarz, wie auch immer man sich selbst bezeichnen möchte. Ich finde es eigentlich auch ziemlich wichtig, dass man sich dieses Deutschsein irgendwie reclaimt und halt klar macht, okay, Deutschsein bedeutet nicht unbedingt gleich weiß sein. Ich finde das eigentlich super wichtig, dass Leute sich das reclaimen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, solange ich nicht als Deutsche behandelt werde, werde ich mich auch nicht so definieren. Ich weiß nicht, man kriegt irgendwie eins aufs Maul und trotzdem wird aber erwartet, dass man danach noch Danke sagt. Ich glaube, was mir hier fehlt in Deutschland ist wirklich Wärme und so ein Aufeinander zugehen, Wertschätzung, gegenseitige Wertschätzung, Herzlichkeit, gutes Essen auf jeden Fall. Auch ein sich miteinander freuen. Das fehlt mir manchmal auch. Ich habe oft das Gefühl, dass vieles auf Konkurrenz aufgebaut ist und vieles auf Karriere in erster Linie. Klar, es ist halt eine Leistungsgesellschaft am Ende des Tages. Also zum einen ist es mein Umfeld in jedem Fall, wo ich hingehe. Dass es auf jeden Fall so ein bisschen so ein Gleichgewicht gibt zwischen dem, was sich so im Mainstream abspielt, und mein Umfeld ist quasi so ein Gegenpol dazu, würde ich behaupten. Also das fängt natürlich schon damit an, dass mein Freundeskreis aussieht wie eine Benetton-Werbung, nur viel schöner natürlich. Und ja, und einfach eine gute Zeit zusammen zu haben und so ein bisschen andere Lebensformen oder andere Lebensentwürfe, die ich so um mich herum habe, spielen auch eine Rolle, würde ich sagen. Dass ich mich gut fühle, angenommen fühle. Und ich wurde mal gefragt von einer Kollegin, wo ich mich zu Hause fühle oder wo meine Heimat ist oder irgendwie so. Und ich habe damals geantwortet, und ich glaube, ich würde es heute eigentlich immer noch sagen, dass Heimat dort ist, wo ich mich nicht erklären und rechtfertigen muss. Und das ist definitiv mein privates Umfeld, weil ich dort so angenommen und respektiert werde, wie ich bin, und Sachen, die für mich selbstverständlich sind, nicht erklären muss. Und jedes Mal, wenn ich Selbstverständlichkeiten erklären muss, vor allem wenn sie was mit mir zu tun haben, wird es anstrengend. Es ist natürlich super wichtig, dass die Medien auch die Gesellschaft spiegeln, oder zumindest ist mir das wichtig. Also zum einen natürlich, weil unterschiedliche Geschichten erzählt werden und das auch einfach spannender ist, als immer wieder die gleichen Geschichten zu hören. Und ja, das ist auf jeden Fall die eine Sache. Und die andere Sache
ist, dass dadurch einfach mehr Perspektiven reinkommen. Also es kommen einfach viel mehr Perspektiven auf ein Thema und ich finde das wichtig. Gerade wenn wir davon sprechen, dass Medien ja auch zur Meinungsbildung beitragen sollen, finde ich es super wichtig, dass unterschiedliche Perspektiven repräsentiert sind und eben nicht nur die eine dominante, die man dann immer wieder in vielleicht so ein bisschen abgeänderter Form nochmal neu hört, sondern unterschiedliche Geschichten vielleicht auch mal anders erzählt und anders aufbereitet, dass man sowas liest und hört und sieht. Das finde ich wichtig. Also klar, die deutsche Medienlandschaft ist ziemlich weiß. Ich glaube, das ist ich habe zumindest in den letzten 10 Jahren keine Redaktion gesehen, wo das großartig anders gewesen wäre. Und so jemand wie ich fällt da auf jeden Fall erstmal auf. So. Und ich fände es schon schön, wenn sich das mal ändert, wenn ich irgendwann mal in einen Redaktionsraum reinkomme und sagen kann, Sabah al-Khair und ich kriege eine Antwort oder so. Das wäre schon super. Das ist jetzt, also ich meine, das ist jetzt natürlich irgendwie ein sehr kleines Beispiel. Also es geht mir eigentlich eher darum, dass ich es schöner fände, wenn es selbstverständlich wäre und es nicht immer so ein Ausnahmeding ist, dass jetzt jemand zum Beispiel Arabisch spricht oder Türkisch spricht, Kurdisch spricht, Farsi spricht oder so. Dass das halt mehr zum Alltag irgendwie gehört und dass das in den Redaktionen auch wiedergespiegelt wird und dass es irgendwie zum Allgemeinwissen gehört, was zur Yoruba-Kultur gehört oder so. Dass das halt nicht mehr dass das nicht so ein Exotenwissen ist, was sich Menschen angeeignet haben, die vielleicht Afrikawissenschaften studiert haben, sondern dass es einfach einen breiteren Konsens gibt. Also dass es einfach unterschiedliche Wissensbestände gibt, die aber normalisiert werden. Ich will nicht mehr, dass es etwas Besonderes ist, ich will, dass es etwas Normales wird und dass eben nicht mehr die Ausnahme quasi hervorgehoben wird. Ach so, ja, und dann gibt es auch noch Azadeh, die ist Journalistin, obwohl sie im Wedding aufgewachsen ist und obwohl sie nicht weiß ist. So sollte ich nicht angetextet werden, sondern ich will einfach, dass es heißt, das ist Azadeh, die ist Journalistin und die macht auch Spoken Word und die tanzt auch ein bisschen und all das ist irgendwie normal und all das kann irgendwie nebeneinander existieren, ohne dass es einen großen Unterschied gibt oder dass das so ein Exotenbeispiel ist oder so. Ich wünsche mir mehr Wärme in erster Linie. Ich wünsche mir mehr Wärme, mehr Wertschätzung, mehr aufeinander zugehen. Mehr Akzeptanz vor allem. Also, dass ich meinen Gegenüber so akzeptiere, wie er oder sie ist, ohne mich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, was diese Person gerade darstellt. Sondern einfach mich entspannt zurückzulehnen und zu sagen, du bist so, wie du bist, ich bin so, wie ich bin, and it's okay.